Hallo und guten Tag. Mein Name ist Silke Hitzges und ich zeige Ihnen heute die Vorteile eines EDC-Imports in GEWIS ERP NAV an einem Beispiel aus der Praxis. Vielleicht ein paar Informationen zum Hintergrund. Heutzutage erwarten die Endabnehmer nämlich nicht nur normale klassische Katalogdaten, sondern eben für ihre Kaufentscheidung weitere nützliche Produktinformationen. Daher hat das EDC die Herstellerproduktdaten aufbereiten lassen und stellt sie nun komplett dem Handel zur Verfügung. Das EDC selbst ist das elektronische Datencenter des EDE-Verbandes. Die Bereitstellung erfolgt in der Form, dass die Produktdaten eben mit allen Zusatzinformationen vollständig in die Händlersysteme integriert werden können, wie jetzt zum Beispiel in GEWIS ERP NAV. Dazu habe ich eine kleine Agenda vorbereitet. Zum einen möchte ich Ihnen zeigen, wie die Schnittstellen, also die Katalogdatenimporte selbst, angelegt und eingerichtet werden können. Des Zweiten schauen wir uns an, wie überhaupt die Möglichkeiten eines Imports sind. Zum Dritten können Sie dann die EDC-Daten, die Sie importiert haben, natürlich auch prüfen und entsprechend verarbeiten, sodass wir die dann im Katalogstamm mit allen Produktdaten des Herstellers anzeigen lassen können. Zuletzt sehen wir uns die Vorteile in einem kleinen Angebotsprozess an. Und das machen wir dann natürlich live. Das heißt, ich switche jetzt einmal um und gehe in unser ERP-System in die Rolle des Verkaufsleiters TGH. Schauen wir uns jetzt zum ersten einmal an, wie die Schnittstellen eingerichtet werden. Ich bin also jetzt in dem Fenster Katalogartikel Import und Sie sehen schon hier, dass die EDC-Daten oder dass für diese EDC-Daten schon eine Schnittstelle angelegt worden ist. Die schauen wir uns hier oben über den Knopf Bearbeiten einmal an. Dazu gehe ich in die Katalogkarte und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Schnittstelle komplett einzurichten. Natürlich mit einem Namen, einem Bildverzeichnis, was lokal oder auch im Netz liegen kann, möglicherweise Nummerierungsvorgaben, aber auch natürlich die kompletten Importvorgaben wie Artikelzuordnungen, Umschlüsselungen oder auch besondere Importregeln, aber natürlich auch Voreinstellungen. Was soll voreingelegt werden, voreingestellt werden, Kreditorenpreisgruppen oder vielleicht Artikelklassifikationen, die ebenso voreingestellt mit übernommen werden sollen. Ist die Schnittstelle eingerichtet, können wir dieses Fenster so wieder schließen und können uns dann anschauen, wie denn dieser Import vonstatten geht. Zum einen gibt es dazu den zeitgesteuerten Import. Das heißt, hier würden dann die Dateien abgeholt, die in einem Netz oder im Netz auf einem bestimmten Pfad hinterlegt worden sind. Oder aber ich löse einen Ad-Hoc-Import aus. Das heißt, ich gehe hier auf den Knopf Importieren und kann mir dann natürlich meine entsprechende Datei, die ich importieren möchte, wie jetzt hier zum Beispiel die Hettich-Daten, auswählen. Das habe ich auch im Vorfeld bereits gemacht, habe also diese Daten importiert und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich schließe das Ganze wieder und gehe dann hier oben in den Änderungsvorschlag. Der Änderungsvorschlag zeigt jetzt all die Daten an, die ich importiert habe. Das Ganze nennt sich Generation. Wenn ich diese Generation aufklappe, werden mir alle die Daten sichtbar, die importiert worden sind. Das sind jetzt insgesamt 28 Kreditordaten, nämlich die des Kreditoren Hettich, und zwar 4 für die Neuanlage, 4 Artikel, die neu angelegt werden sollen, dann 12 Änderungen, aber auch Einkaufspreiserhöhungen oder aber auch Verkaufspreiserhöhungen. Gehe ich jetzt zum Beispiel hier auf diesen Artikel 110911, das wäre das Abwahlsystem, dann kann ich mir jetzt an dieser Stelle, obwohl ich die Daten noch nicht verarbeitet habe, direkt über das Menüband Navigate die Zusatzinformationen anschauen. Das heißt, wie würde es nach einem Import aussehen? Ich habe also zum einen die Artikeldaten zur Verfügung, ganz normal wie üblich in den einzelnen Registern unterteilt. Aber Sie sehen hier auf der rechten Seite schon weitere Informationen, wie zum Beispiel die Merkmale. Der Einsatzbereich wäre das Abfallsystem, die Farbe wäre grau, Breite wäre zum Beispiel die 152 mm,
Ausführung wäre ohne Deckel. Und zudem kann ich mir natürlich auch noch Produktbilder ansehen, die ebenfalls mitgeliefert werden und die ich dann natürlich auch mit importieren werde. Oder aber auch weitere Zusatzdokumente, wie jetzt hier zum Beispiel den Blätterkatalog. Wenn das soweit in Ordnung ist und ich die ganzen Sachen, die ganzen Zeilen geprüft habe, also meine Artikeldaten geprüft habe, dann kann ich das über Zuordnungssätzen bestätigen und die Daten würden verarbeitet. Auch das habe ich bereits im Vorfeld gemacht. Das heißt, ich schließe jetzt diesen Änderungsvorschlag und schaue mir nun an, wie diese Artikel in Katalogartikel ankommen würden. Das wäre jetzt also hier ein komplett importierter Katalog. Und wie Sie sehen, das ist hier zum Beispiel die Kreuzmontageplatte, auch hier stehen mir wieder die Merkmale zur Verfügung, die Produktbilder und auch die Zusatzdokumente. So, und das Ganze hilft mir natürlich jetzt in einem kompletten Angebotsprozess. Das heißt, ich rufe jetzt einfach mal die Angebote auf, gehe in ein bereits erstelltes Angebot, mache ich mal einmal größer und suche jetzt zum Beispiel nach dem Artikel Abfall. Dann geht natürlich die Artikelsuche auf. Ich vergrößere das nochmal einmal. Ich könnte jetzt noch einen weiteren Begriff hinzufügen, zum Beispiel Boden, weil mir noch zu viele Artikel angezeigt worden sind. Und auch hier stehen mir natürlich die importierten Daten wieder mit zur Verfügung. Das heißt, ich habe jetzt ein Küchenabfallsystem gefunden und auf der rechten Seite finde ich wiederum meine Merkmale, die Produktbilder und meine Zusatzdokumente. Und warum hat er jetzt dieses Küchenabfallsystem gefunden, obwohl der Begriff Boden jetzt nicht mit in der Beschreibung zu finden ist? Weil er natürlich auch in den Merkmalen sucht. Das heißt, auch in den Merkmalen wird jetzt zum Beispiel im Merkmal Montage eine Bodenmontage angezeigt. Und aufgrund dessen wurde dieser Artikel gefunden. Und das unterstützt mich natürlich enorm in meinem Verkaufsprozess. Mit OK wird jetzt dieser Artikel mit in das Angebot übernommen. Ich kann ein Set. Damit wäre die Erfassung soweit abgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal einmal zurückgehen, welche Nutzen, welche Vorteile bestehen durch die komplette Integration der EDC-Daten? Zum einen natürlich, dass ich immer aktuelle und ideal aufbereitete Produktdaten des Herstellers zur Verfügung habe, dass ich Zugriff habe auf alle Produktinformationen, eben nicht nur die klassischen Artikeldaten, sondern eben zusätzlich die Produktbilder, die Merkmale und auch die Zusatzdokumente, dass die Daten vollständig integriert sind in das ERP-System. Das heißt, ich habe nicht nur eine Datei irgendwo herumliegen, sondern ich kann diese Daten auch verarbeiten und auch in meinem ERP-System nutzen. Und nicht nur das, sondern ich kann sie zu jeder Zeit nutzen, überall nutzen, in einheitlicher Qualität und Struktur, aber auch natürlich vollständig eingebunden in meinem Verkaufsprozess. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.gws.ms.